Hi, ich bin die Sui und wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir die Emma retten und zwar in Turtlehead Unmasked. Das letzte Mal, in der letzten Folge, sind wir ja in das alte Schulgebäude gegangen und wollten eigentlich aus dem Ausgang raus, sind dann aber irgendwie etwas verunglückt und durch den Boden gekracht. Wir schauen mal, was das wird. Hier ist auf jeden Fall kein Doorknob auf der anderen Seite. Cool. So, wir haben ja so Holzbretter aufgenommen. Äh, äh? Das ist natürlich jetzt schlecht. Ähm, kommen wir hier raus? Kommen wir hier überhaupt noch raus? Oh nein. Ähm, hallo? Äh, äh? Ah, okay, da ist was drunter. Okay, wir haben den Schlüssel zum alten Gebäude bekommen, aber wir kommen ja hier nicht raus. Ähm, geh weg. Ja, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe mich zu Tode erschreckt. Oh, wir haben ihn eingesperrt. Wir werden nochmal speichern. Ähm, irgendwie dachte ich, das wäre der Raum, glaube ich, gewesen. Das war natürlich falsch. Ein Notizbuch. Wir gucken mal, ob wir hier noch was finden. Okay, hier sind, oh, alte Sachen. Hier hängen Bilder. Ew. Ew. Da ist ein Kalender. Da wurde irgendwas eingetragen, was ist anscheinend unwichtig. Ein komischer Roboter mit zwei, ich glaube, so Slots im Gesicht. Hm, was ist das? Crumbled up papers. Okay, wir gehen mal weiter. Der ist ja erstmal fürs Erste eingesperrt. Okay, wir haben die Tür geunlockt. Ach, ich weiß, wo wir sind, glaube ich, ne? Wir sind wieder am Anfang. Hier ist eine Tagebuchseite. Dann lesen wir uns die mal durch. 3. September. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie paranoid oder so bin, aber ich glaube, jemand folgt mir. Immer wenn ich über meine Schulter während der Arbeit schaue, dann denke ich immer, dass da irgendjemand im, im, wie nennt man das denn, im Corner of my eye ist. Also ja, ihr wisst, was gemeint ist, hoffentlich. Ich kann es gerade nicht übersetzen. Mir fehlt immer für diesen Spruch irgendwie mal das Deutsche, das ist total dämlich. Ähm, äh, es, äh, es ist besonders merkwürdig, wenn ich rauchen gehen will. Ja, ja, ich höre mich an, als wäre ich ein Kind, was Angst vor einem Boogeyman hat. Ähm, aber die Moral unter den Mitarbeitern macht es mir schwer, nicht ständig an der Kante oder macht es mir schwer, mich nicht zu fühlen, als wäre ich ständig an der Kante oder so. Oder ja, ich denke, das ist so richtig. Ähm, ich werde versuchen, öfters mal nach der Schule alleine zu bleiben. Mal davon abgesehen, müsste es ein bisschen Zeit kosten, an dem Geschenk meiner Cousine zu arbeiten. Es kommt bald. Okay. Was ist hier? Cleaning Products. Da gibt es eine Sache, die mir ins Auge sticht. Ähm, eine Dose mit Anti-Ungeziefer-Spray. Okay. Ähm, können wir denn jetzt theoretisch hier raus? Oh, okay, wir können theoretisch hier raus. Hm?
Geht die Tür auf? Nee, ist immer noch locked. Okay. Ja, und jetzt? Eigentlich würde ich auch gerne mal probieren zu leaven. Wir machen das einmal kurz. Ich werde einmal ganz, ganz kurz hier einen extra Slot nochmal dafür nutzen. Werden aber danach den anderen weiter benutzen. Ist nur ein Safety-Slot sozusagen. Will gucken, was passiert, ob wir ein Ende dafür bekommen. Ja, wir werden gehen. Wir haben genug von diesem Mist hier. Wir gehen. Harriet ging von der Schule weg oder ist von der Schule weggestolpert in einer, also halb wach ist das passiert. So. Ihr Kopf hat pulsiert und ihr Sichtfeld war ziemlich eingeschränkt. Aber sie hat die Stärke genommen, um weiterzugehen und nach Hilfe zu rufen. Polizei hat das Gebäude dann äh, gestürmt und nach dem maskierten Mann gesucht. Aber er ist schon längst aus der Szene oder von dem Gebäude geflohen. Er hat seine schreckliche Handschrift dagelassen. Oh nein. Und zusätzlich in der Suche haben die leider Emma und Mason nicht wiedergefunden. Es wurde niemand dafür zur Rechenschaft gezogen beziehungsweise gefasst. Und Harriet hat sich gewundert, was zur Hölle dieses Monster ihren Freunden angetan hat. Okay. Oh. Ending 1. Harriet all alone. Wir haben ein Ende damit freigeschaltet. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt weitermachen. Und weiter suchen natürlich, weil wir wollen natürlich, dass Emma und Mason nicht weg sind, beziehungsweise nicht da bleiben. Okay, da sollen wir nicht rein. Ja, das war der. Okay, da müssen wir nicht mehr rein. Wir müssen wahrscheinlich gucken, wo die beiden abgeblieben sind. Wir gehen trotzdem noch mal in sämtliche Räume rein. Sicherheitshalber. Können wir denn jetzt irgendwas? Nee, wir können immer noch nichts hier aufschreiben. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Ich weiß nicht, wann wir das brauchen. Hier ist auch nichts. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht nach ganz oben müssen, da wo auch Mason ist. Das werden wir jetzt auch erstmal tun. Aber es hat mich ein bisschen erschreckt, dass da auf einmal so flackernd dunkel war. Man merkt schon, dass sie sehr, sehr müde ist und ihre Sicht ein bisschen eingeschränkt ist, denn es frisselt so ein bisschen auf dem Bildschirm. Okay. Scheiße. Gibt es vielleicht was Neues, was offen sein könnte? Also das ist es auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, wo hat er sie denn hingebracht? Wo könnte das denn gewesen sein? Da ist Blut, aber da auch nicht. Okay, wir sind jetzt alle Räume einmal abgegangen. Vielleicht müssen wir auch irgendwie ein Space oder so. Auf jeden Fall nicht in der normalen Schule. Können wir jetzt gehen?
Nee. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der auch noch den anderen Ausgang verschließen wird. Das wäre so ein typischer Move sozusagen, den ich jetzt erwarten würde. Gucken, ob hier uns noch irgendwas erwartet. Hey, hier kommen wir ja nur in die Schule wieder rein. Hm, vielleicht sollen wir ja auch wieder in das alte Gebäude rein. Die Frage ist nur, weshalb und wo wir da hin müssen. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Blut, ne? Hatten wir nicht einen Schlüssel auch gefunden? Old Building Key. Tatsächlich. Okay, da müssen wir nach oben. Wie kommt man denn hier hoch? Nee, gehen wollen wir natürlich. Oh mein Gott. Okay, wir müssen irgendwo hier hin. Wir werden gerufen auf jeden Fall. Oh, hier, okay. Da ist so ein Doorknob. Oh, oh. Und hier haben wir so einen blauen Stein. Den brauchen wir bestimmt für den Roboter. Oh, oh. Moment. Ich will einmal gerade was ausprobieren. Er steht da einfach und denkt, es ist okay. Mein Leben ist vorbei. Ich bin jetzt hier drin. Was gibt's hier? Hier sind ganz viele Zeitungsartikel drin. Manche gehen sogar Jahre zurück. Der ganz oben liegt, sagt, dass die lokale Nachbarschaft relativ viele Haustiere vermisst. Über 24 Familien in der letzten Woche haben reported bzw. gemeldet, dass deren fluffige Freunde einfach ohne Spur verschwunden sind, nachdem sie rausgelassen hatten in der Nacht. Katzen die waren wohl die primären Opfer in dieser Situation. Aber es gibt auch ein paar vermisste Hunde, die verschwunden sind aus deren Garten, als die Besitzer das da nicht drauf geachtet haben. Ähm, keiner weiß, warum das passiert, aber es wird empfohlen, dass die Familien ihre Tiere drin lassen. Okay. Ah, okay. Dafür braucht man das Bugspray. Oh, ähm, da ist irgendwas in der Tasche von dem Sakko oder von der Suit halt. Oh, ein anderer blauer Stein. Das heißt, wir können jetzt. Oh, ich hoffe, der ist da noch drin. Okay, er ist noch drin. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo? Okay, okay. Er macht das nicht immer. Okay. Das hat mich ein bisschen erschreckt. Das kam unexpected irgendwie. Okay. Was gibt's hier? Da ist irgendwas Scheinendes in dem Robotermund. Ein Mystery Key. Okay. Wo brauchen wir den Mystery Key? Ist er noch da? Oh ja. Ich traue dem halt gar nicht. Wir werden mal gucken, ob das. Nee, das ist falsch. Ach, Sui, was machst du? ähm, ob das eventuell diese Keep-Out-Tür ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Oh mein Gott. Get out. Oh oh, das ist wohl der Raum von dem. Oh oh. Da sind auf jeden Fall Bilder. Oh, da ist die Keycard. Old Building Keycard. Ist vermisst. Das ist wahrscheinlich von dem Turtlehead Boy. Oh mein Gott. Ähm. Oh oh. Der ist bestimmt ausgebrochen. Oh ja.
Oh, er hat mich so erschreckt. Wir werden noch mal speichern. Wir oh, oh. Hä? Ähm, bestimmt hier drin, oder? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ist das neuer Raum? Oh ja. Ich glaube, der hat seine Geheimgänge. Wir werden jetzt aber erstmal die Keycard benutzen. Ich will da nämlich eigentlich nicht rein. Oh. Ah, das ist natürlich jetzt tricky. Ähm, dadurch, dass die kleine Schildkröte gerade gesagt hat, du weißt es jetzt, will ich einmal gerade noch mal mir die Bilder angucken. Wobei, ich glaube, jetzt kommen wir gar nicht zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt hier drin ist. Oder auch nicht. Der ist bestimmt in diesem Schrank drin. Denn, wer ist das denn? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der Lehrer, ne? Kann das sein? Also ich bin gerade ein bisschen irritiert. Wir gehen aber mal weiter. Ich speichere noch mal ganz kurz. Und dann gehen wir einmal erstmal in den offenen Raum. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich möchte mal was gerade gucken. Oh, eine Brechstange. Hm. Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas. Da bin ich ein bisschen confused jetzt von. Also, wir speichern hier unten nochmal. Okay, die Tür ist versperrt. Aber du denkst, du kannst irgendwas sehen. Oh, da ist Emma. Scheiße. Emma. Oh oh. Wir wurden eingesperrt. Was ist hier für ein Rätsel? Da ist eine Notiz. Sie sagt, bist du oder ist es dein Ernst? Ich kann dir nicht glauben. Äh, ernsthaft, ich kann dir gerade nicht glauben. Die ganze Stadt ist verrückt geworden, als diese Mädchen verschwunden sind. Und als diese Dinge endlich zur Ruhe kamen, ähm, verschwand einfach ein Lehrer. Sind die ganzen Mitarbeiter total ähm, in Angst, und die Polizei ist wieder an unserem Burbis dran. Ähm, und wir haben einen armen Schüler, der Suizid begehen könnte. Simon, sie war deine Freundin. Sie hat sich um dich gekümmert. Ähm, oh Mann, ihr wart unzertrennlich für so lange. Und das ist das, was du tust? Das ist das, wie du ihr die Freundschaft zurückzahlst? Kann man das so sagen? Aber dir ist das egal. Ähm, du denkst, ich werde dich verraten. Ähm, ach nee, du denkst, dass ich dich da rausboxen werde. Ähm, du, dir ist aber total egal, was mit ihr oder ihrer Familie passiert. Aber lass mich dir eins sagen. Ich werde es tun. Ich habe genug.
Du, du machst mich krank. Und ich weiß, dass du dich nicht ändern wirst. Ähm, mach das, was ich dir als erstes gesagt habe oder beim ersten Mal gesagt habe und bleib von dieser Schule weg. Und wenn jemand nochmal verschwindet, werde ich auf jeden Fall drastische Maßnahmen machen. Oh, da ist ein Key. Okay. Das Problem ist, wir kommen halt gerade nicht zurück, ne? Die Tür ist versperrt leider. Oh, okay, wir müssen dahin. Wir werden bestimmt gleich gejagt. Oder nicht? Oh mein Gott. Wo ist er denn? Okay. Hier ist ein Zettel. Oh nein! Oh, lol. Du kannst da etwas Scheinendes am Ende sehen, aber du kannst es nicht mit deinen Händen erreichen. Da ist auf jeden Fall noch ein Key. Maintenance Key. Oh. Gefällt mir irgendwie nicht so, weil ich weiß nicht, ob wir da zurückgehen sollten. Oh mein Gott. Das hat mich ein bisschen erschreckt tatsächlich. Okay, wir haben die Tür entsperrt. Okay, da ist nichts drin. Oh, hier ist was. Hier ist ein Notizbuch mit ein paar Mathe-Notizen. Ein paar Seiten weiter sieht es aus wie ein Tagebuch. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Alles sieht so hoffnungslos aus und ich weiß nicht, wie wir hier überhaupt noch lebend rauskommen sollen. Hier sind überhaupt gar keine Fenster und ich habe keine Ideen, wie viele Tage wir hier schon sind. Ich bin so müde und brauche irgendwas zum Essen. Aber Blair motiviert mich und pusht mich. Sie verspricht mir, dass wir hier rauskommen, aber ihr ähm, Grinsen, ihr Grinsen zittert, wenn sie das sagt. Auch wenn sie, oh, das irritiert mich gerade so, auch wenn sie weiß, dass es ein Versprechen ist, das sie nicht halten kann. Ja, wir lesen noch ein Entry. Ich bin heute aufgewacht und habe Blair nicht mehr finden können. Als ich das gesehen habe, ich schwöre, mein Herz hat fast aufgehört zu schlagen. Ich wusste genau, was das heißt. Die ganze Zeit, die wir hier waren, hat sie mich dazu ermutigt, ähm, ihn zu jagen und ihn zu bekämpfen. Ähm, oder sie? Ach nee, sie. Dass sie die ganze Zeit, das irritiert mich so, sie hat die ganze Zeit gedroht, dass sie das macht. Ähm, das Einzige, was sie gestoppt hat, waren, dass ich sie angefleht habe. Ähm, und ich habe ihr gesagt, dass wenn sie das machen möchte, dass sie wahrscheinlich getötet wird. Ich bin rumgewandert und habe leider kein einziges Zeichen von ihr gefunden. Ich werde morgen nach ihr gucken. Mm, ich bin, ähm, ich bin wieder losgezogen und habe versucht, die Tür zu öffnen. Aber als ich zu unserem Versteckpunkt ging, hätte ich wahrscheinlich geschrien, nachdem ich, oder ja doch, hätte ich geschrien, nach dem, was ich dort gefunden hätte, hätte ich
noch Energie gehabt oder so. Es war er, der Mann, der uns hier eingesperrt hatte. Er starrte mich an, aber er hat sich nicht bewegt. Er gab mir einfach nur so einen total intensiven Blick mit einem Müllsack in seiner Hand. Als ich ist er mir nicht hinterhergerannt. Er weiß, dass er mich ganz einfach kriegen würde, wenn er wollen würde. Es tut mir leid, Mom und Dad. Und es tut mir leid, Mrs. Murphy. Es tut mir leid, Emma und Blair. Das ist das Ende. Ich weiß einfach, wie es ist. Oh Mann. Das irritiert mich so. Diese Geräusche die ganze Zeit. Oh, ein Rope und ein Hook, also ein Haken und ein Dings. Oh nein. Ich will eigentlich gar nicht zurück. Ich habe Angst, dass er da nicht mehr steht. Und er steht, glaube ich, auch nicht mehr da. Oh oh. Oh, ist das unangenehm. Weiß nicht, ob ihr das auch als so unangenehm wie ich findet. Oder empfindet. Okay. Wir gucken einmal noch in den Schrank. Ich dachte gerade, es hört auf. Schade. Oh. Okay. Die Tür ist immer noch versperrt. Was machen wir denn da? Mist. Müssen wir denn da hin? Müssen wir runter? Oder müssen wir... Oh, da bin ich jetzt aber ein bisschen irritiert von, ne? Müssen wir da vielleicht doch nochmal... Ups. Nochmal hin. Aber er ist auf jeden Fall weg und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob wir hier irgendwo lang müssten. Was scheint irgendwie nicht so wirklich danach. Ich glaube, er ist traurig. Ich will wissen, wer das ist. Weil anscheinend kennt oder irgendjemand aus der Schule den ja auch. Vielleicht sogar der Principal. Also hm, ne? Ihr wisst schon, der Schulleiter. Vielleicht müssen wir doch hier lang. Ich weiß es nicht. Bisschen Schiss. Gleich was passiert. Aber wir kommen ja auch irgendwie nicht raus, ne? Ah, okay. Wir können hier. Key. Okay, Exit Key. Oh, Leute. Ich fühle schon den Chase gleich irgendwie. Ich warte eigentlich nur drauf. Oh nein. Ach, willst du mich verarschen? Das ist doch jetzt nicht. Okay. Wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Ew! Ähm, niemand wird dich retten. Ich habe ein bisschen Gänsehaut davon bekommen. Ui. Okay, weiter geht's. Geht's weiter? Okay. Kommen wir denn jetzt raus? Oder ist das gleiche Spielchen? Nein, wir kommen raus. Hä? Wir haben die Tür entsperrt. Wir speichern einmal ganz, ganz fix. Oh, oh, da ist Emma. Hm, hä? Was? Wo ist das? Was ist passiert? Warte. Harriet, du blutest. Bist du okay? Hat er dich verletzt? Oh, ach ja. Ja, das ist wohl so. Wir sind gefallen, oder? Und ich war nicht da, als du aufgewacht bist. Ach Mann, Harriet.
Du bist durch so viel, ähm, äh, du bist durch das Ganze hier gegangen, würdest mich aber trotzdem nicht zurücklassen. Aber ich habe dich doch zurückgelassen. Du bist doch verletzt worden, als ich dich nicht retten konnte. Ich bin ähm, berührt, aber lass uns hier raus. Ich kann hier nicht weiterbleiben. Ich wette, wir kommen hier aber nicht so einfach raus. Ich glaube nicht, dass wir da rauskommen. Ich glaube, dass die Tür zu ist. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Hier sind wir. Das Ende des Ganges. Endlich kann ich nach Hause gehen und meine Frösche und meinen Bruder sehen. Und kann. Und vielleicht können wir dann ein paar Marshmallows über einem Feuer rösten. Ich glaube nicht, dass wir rauskommen. Ähm, Du musst auch da mitmachen. Es wird super lustig. Und das ist der perfekte Weg, um diese ganzen Dinge zu vergessen. Lass uns gehen. Hm, okay. Oh. Okay, es ist tatsächlich ein Ende. Ähm, Emma hat Harriets Hand gegriffen und die sind in die Nacht reingerannt. Ähm, beide haben ziemlich Probleme gehabt, weiterzukommen, denn ihre Verletzungen waren ja da oder wurden schlimmer. Aber sie haben sich trotzdem dazu gezwungen. Ähm, vielleicht haben sie es ja geschafft, Hilfe zu finden. Oder vielleicht schaffen sie es ja, Hilfe zu finden. So, die Polizei ist wieder reingekommen. Oh nein, Mason wurde nicht gefunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vielleicht nochmal zurück und nach Mason suchen. Emma fühlte sich sehr, sehr schuldig über ihr Verhalten. Ähm, insbesondere, weil sie gesehen hat, wie Harriet gelitten hat. Die Nacht wird auf jeden Fall die traumatisierendste Nacht ihres Lebens. Oder war. Ending 4, okay. Es gibt 9 Endings, wir werden wahrscheinlich nicht alle machen. So, hiermit beende ich schon die Folge. Denn ich bin jetzt noch ein bisschen rumgewuselt und konnte leider absolut gar nichts mehr finden. Ähm, ja, damit haben wir natürlich nur Ende 1 und 4 erreicht. Ich hätte gerne auch noch ein paar andere Enden, aber ich glaube, da müsste ich vielleicht auch ein bisschen weiter vorne anfangen und vielleicht andere Dinge machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch Turtlehead Unmasked gut gefallen hat und ich würde mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr auch weiter dabei bleiben wollt und abonnieren würdet. Ich werde auf jeden Fall öfters RPG Maker Games spielen. Wenn auf jeden Fall was Neues rauskommt, dann bin ich da definitiv dabei. Und ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.